führe heute als Moderator durch die Runde. Ich freue mich ganz riesig über die zahlreichen Teilnehmer hier vor Ort. Herzlich willkommen im Netz, die uns zuschauen. Ein ebenfalls herzliches Willkommen und natürlich über unsere Teilnehmer hier auf dem Podium. Ja, da hat der ein oder andere vielleicht schon bemerkt, es gibt eine Änderung gegenüber der Ankündigung. Professor Roman Dumitrescu musste leider aus verständlichen privaten Gründen kurzfristig absagen und hat aber dankenswerterweise für einen kompetenten und guten Ersatz ganz schnell gesorgt. Und das ist der Rick Rasor links neben mir, den ich hiermit als erstes ganz herzlich begrüßen möchte. Rick ist Head of Center of Excellence für Artificial Intelligence beim Fraunhofer IEM. Und ja, was machst du da so? Wer bist du? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Forscher und in dieser Position habe ich verschiedene Rollen durchlaufen. Ich habe erst die Gruppe Digital Engineering aufgebaut mit den Schwerpunktthemen Product Lifecycle Management, MBSE und jetzt zunächst ganz viel künstliche Intelligenz in der Produktentstehung und das ist auch der Grund, warum ich heute den Roman vertreten darf. Vielen Dank und herzlich willkommen nochmal. Rechts neben mir wende ich mich mal zu der anderen Seite. Der Tim Weilkins, und jetzt brauche ich auch meine Notizen, sonst kriege ich das alles gar nicht hin, als erfolgreicher Autor, Speaker und Co-Host des MBSE-Podcasts, als Lead-Developer der SysML2, werden wir heute noch darauf zu sprechen kommen, und Berater bei der OSE aktiv ist. Herzlich willkommen, Tim. Was bewegt dich so? Was mich bewegt? Zurzeit bewegt mich vor allem die SysML-V2, wie du schon genannt hast, die mich eigentlich fast jeden Tag beschäftigt, die ja noch weiterentwickelt wird. Heute Abend habe ich schon wieder ein Meeting und finde es natürlich spannend, welche Veränderungen sie so im MBSE-Umfeld so bewirken wird. Hervorragend, vielen Dank dafür. Und zu guter Letzt, Alexander Nielsen ist bei uns Systems Engineering Experte und Coach und verantwortet die Themen MBSE und PMT im Bereich Digital Engineering bei der Itemis AG. Und ja, willkommen Alexander. Was treibt dich ansonsten noch so um? Was treibt mich ansonsten noch so um? Das ist eine schwierige Einstiegsfrage. Ich fahre viel Fahrrad. Und alle weiteren Dinge, die mir so wichtig sind im Kontext Systems Engineering, die werde ich heute schon versuchen, in die Runde zu schmeißen. Wunderbar, vielen Dank. Ja, genau darum soll es auch gehen, um die Zukunft des Systems Engineerings, Future of Systems Engineering, unser Titel heute. Und ja, da haben wir es mit spannenden Veränderungen zu tun, die wir gerne gemeinsam hier diskutieren wollen. Wir werden zunächst in der Runde diskutieren und die Teilnehmer hier zu Wort kommen lassen und werden dann aber auch Fragen aus dem Publikum hier vor Ort und aus dem Zoom-Chat zulassen und darauf eingehen. Das Ganze wird etwa eine Stunde dauern und ich freue mich auf die Runde, die wir jetzt starten wollen. Und zum Einstieg, damit man das Ganze noch mal etwas besser einsortieren kann, vielleicht am Anfang einmal noch kurz die Begriffe, mit denen wir es so hauptsächlich zu tun haben werden, erläutert. Rick, Systems Engineering, was ist das eigentlich? Ja, Systems Engineering ist ein interdisziplinärer Ansatz, der vor allen Dingen für sehr komplexe technische Systeme gedacht ist. Also es geht vor allen Dingen um Dinge, die eine Komplexitätsgrenze überschreiten, die wir so nicht handeln können. Satelliten, autonome Fahrzeuge oder Ähnliches. Und ein besonderer Aspekt ist, dass man wirklich von ganz früh bis ganz spät den ganzen Lebenszyklus dieses Systems betrachtet, sprich von der Anforderung über Produktion bis in den Betrieb rein. Genau, und ich würde an der Stelle auch einfach an den Standard verweisen, an den COSI, da kann man das Ganze nochmal nachlesen. Super, vielen Dank. Systems Engineering kann man ja eben auch modellbasiert durchführen. Alexander, was ist denn das Spezielle an dem modellbasierten Vorgehen? Ja, wie der Name schon sagt, eben, dass man im Engineering auf Modelle setzt, auf digitale Modelle, auf formale Modelle mit einer definierten Syntax und Semantik und sich eigentlich löst von diesen klassischen dokumentenbasierten Ansätzen dahingehend, dass man eben bewusst Informationen formalisiert, sie damit eben auch auswertbar macht, überführbar macht in andere Repräsentationen, also konsequent eigentlich eine Digitalisierung betreibt in der Entwicklung. Das entspricht heute noch nicht so ganz der gelebten Praxis, würde ich sagen. Da findet man oft Dokumente, natürlich sprachliche Anforderungen, viel PowerPoint und ich glaube, wir wollen uns heute ja so ein bisschen unterhalten, wo wird die Reise vielleicht hingehen und
inwieweit muss man sich auch anders aufstellen, um der Komplexität und den Herausforderungen gerecht werden zu können. Und da können Modelle eben in meinen Augen eine Antwort sein und MBSI fasst das konsequent zusammen. So ein bisschen ist es in den letzten Jahren zum Synonym geworden für, ich sag mal, Systemanalyse, Systemdesign auf Basis der SysML als Modellierungssprache. Ich persönlich finde das ein bisschen schade, weil es schränkt das Ganze sehr stark ein. Und eigentlich ist, wenn man so back to the roots gedacht, sich das Ganze anschaut, die Grundidee eben sehr früh schon in der Entwicklung, aber eben durchgehend auf unterschiedlichste Modelle zu setzen, aber die eben entsprechend gut miteinander zu verknüpfen. Und ich glaube, das ist etwas. Dafür steht MBSE, für mich jedenfalls. Okay, Dankeschön. SysML, gerade schon angesprochen, da muss ich natürlich zu dir überleiten, Tim. Vielleicht auch nochmal zur Einsortierung fürs Publikum. Was ist denn SysML? Ein bisschen vielleicht, wie ist sie entstanden und warum? Ja. Vielleicht magst du da einmal drauf eingehen. Also SysML ist die Systems Modeling Language, das ist so, würde ich sagen, die Modellierungssprache im Systems Engineering, die verbreitetste. Es gibt noch andere, aber es ist sicherlich die verbreitetste. Die gibt es jetzt seit über 20 Jahren. Ich bin damals durch glückliche Umstände in das Team reingekommen, was sie initial entwickelt hat. Das war 2003, also schon lange her. War damals nur eine kleine Gruppe, die das gemacht hat. Ich erinnere mich, dass zumindest die Firmen, die Interesse hatten, waren 24, die die Hand gehoben haben. Als es darum ging, jetzt tut mal was, wurden es dann ganz deutlich schnell weniger. War wirklich nur ein kleines Grüppchen. Entwickelt wurde sie in der OMG. Die OMG macht ja so ein bisschen die Prozesse darum, die Plattform dazu. Und entwickelt wird von den Mitgliedern. Und ja, dann kam dieses SysML 1 2007 raus und dann gab es die 1.1, 1.2 und so weiter. So hat sich das immer weiterentwickelt. Und jetzt gibt es ist noch in Arbeit die SysML Version 2, eine komplette Neuauflage, was seinerzeit schon geplant war. Wir hatten damals so das Minimal Viable Product gemacht von dem Standard. Agilität in der Standardisierung geht immer ein bisschen langsamer. Also es dauerte dann noch ein paar Jährchen, bis dann die nächste Iteration kam. Und jetzt kommt eben dieses SysML V2 an den Start. Die ist in der Finalisierung, wird noch ungefähr ein Jahr dauern, dann ist sie raus. Und ja, die ist komplett anders, aber ist weiterhin eine Systems Modeling Language. Also ich kann dasselbe, was ich mit der SysML 1 mache, auch mit der SysML 2 machen, aber eben ja, anders, noch viel mehr. Und eine Besonderheit in der SysML V2 ist sicherlich die textuelle Notation. Also ich kann weiterhin grafisch das machen, aber eben auch textuell programmieren sozusagen. Da kann man natürlich dann spannende Sachen mitmachen. Gerade im Zusammenhang jetzt mit AI, da kann man natürlich tolle Sachen gleich ausprobieren. Das habe ich gleich gemacht und habe mal Bing angeworfen und da gibt es auch so einen Chat drin und einfach mal eine natürlichsprachliche Anforderung reingeworfen und kriegte gleich ein perfektes SysML V2-Modell, die Anforderung mit einer Architektur und einem Testfall dazu und alles miteinander verknüpft. Ich dachte, woher weiß er das denn schon wieder? Also, weil dieses SysML V2 kennt man ja doch gar nicht. Es ist ja nichts veröffentlicht, nicht, dass das Internet abgrast und daraus lernt. Aber konnte er irgendwie schon, das fand ich schon sehr beeindruckend. Und umgekehrt auch kann ich dem Komplex des SysML V2-Modelle vorwerfen, der erklärt mir das natürlich sprachlich. Also wirklich großartig. Ja, da kommen wir gleich auch noch viel intensiver zu. Und vielen Dank. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Ausgangssituation. Wo haben wir es denn eigentlich aktuell so mit zu tun? Was sind so die Herausforderungen im Systems Engineering? Was braucht es denn eigentlich für Antworten dazu? Das wollen wir gleich diskutieren. Aber die Herausforderungen, vor denen heute die Entwickler von komplexen Systemen stehen, die werden geprägt durch immer smartere, vernetztere, immer autonomere und auch damit viel komplexere Systeme. Gleichzeitig aber auch viel höhere regulatorische Anforderungen aufgrund von, zu Recht eben, Safety- und Security-Aspekten, die berücksichtigt werden müssen. Das Ganze mit einem verdammt hohen Druck Richtung Time to Market. Produkte müssen schnell an den Markt kommen, aber nicht nur an den Markt kommen, und das sieht man eben bei Tesla und Co., sondern auch schnell aktualisiert werden können. Das heißt, ich habe eine Erwartung auch durch die Endanwender, dass neue Funktionen hinzukommen, kaputte oder beschädigte schnell repariert und gefixt werden können. Und das erfordert, dass sich solche Systeme innerhalb kürzester Zeit auch aktualisieren können muss, was ihren Softwarestand angeht. Und aus diesen Anforderungen und Herausforderungen heraus braucht es halt auch andere Antworten, die wir im Systems Engineering geben. Und da würde ich gerne nochmal so die Runde mit eröffnen. Also Alexander, was siehst du denn, was sind mögliche
ja, zum einen Themen, State of the Art, wo stehen wir gerade, aber auch, was müsste passieren, um zu diesen gerade genannten Herausforderungen Antworten liefern zu können. Ja, ich habe eben das Stichwort schon gegeben. Also ich glaube, MBSE ist ein wichtiger Baustein. Die Formalisierung, die Virtualisierung und das möglichst früh im Entwicklungsprozess. Ne? Und dabei eben nicht nur auf Systemarchitekturmodelle zu setzen, auf, ich sag mal, Sprachen wie die SysML, die vor allen Dingen gut diskretes Verhalten abbilden, sondern eben unterschiedliche Formalismen konsistent zusammenzubringen. Vielleicht auch kontinuierliches Verhalten in der Umgebung zu beschreiben und das möglichst früh zu machen. Also schon, ich sag mal, Probleme auf den Anforderungen, auf der Ebene der Anforderungen erkennen zu können, bevor ich eigentlich in die Entwicklung richtig einsteige. Wir wissen, je früher wir Inkonsistenzen beheben, je günstiger ist es, je weniger Probleme hat man hinten raus. Und das ist das, wo gerade in der industriellen Praxis noch der Schmerz gerade ist. Ja, da wird eben kein Frontloading betrieben. Man wurstelt sich so durch und investiert dann unheimlich viel wieder bei den Reviews hinten raus. Man testet die Systeme fit. Und da ist so meine Vision, sag ich jetzt mal, dass man das eben sehr früh macht und dass man den Zwang eigentlich zur Dokumentation so ein bisschen eben ablöst, dadurch, dass man eben auf formale Modelle setzt und damit ja, die Ingenieure wieder ein bisschen engineeren lässt. Ja, ihnen so bring back the fun, haben wir es, glaube ich, mal genannt in der Diskussion. Ne? Also sie wieder wirklich die Systeme engineeren lässt, sich um Designentscheidungen zu kümmern und nicht darum, irgendwas zu redokumentieren, was eben da ist, um irgendeinem Standard zu genügen. Ja? Und ich glaube, MBSE ist da ein Schlüssel. AI, KI wird jetzt eben viel genannt. Ich glaube, das wird ein großer Hebel sein, die Ingenieure dabei zu befähigen. Und du hast eben schon erwähnt, ne, formale Modelle kann man ganz gut erzeugen. Das heißt, ich glaube, das wird ein ziemlicher Hub einfach sein, um den Ingenieur noch effizienter eigentlich dann in Zukunft arbeiten zu lassen. Also Du sagtest gerade, dokumentenbasiert und wenig formal und wir müssen es letzten Endes hinten ausbaden, ja, im Test, im Prozess und da versuchen, die Qualität auf den letzten Metern hineinzubekommen. Wo siehst du denn die heute bei den Organisationen, die du kennengelernt hast, ich sag mal, die größten Probleme in der manuellen Bearbeitung, die größten Herausforderungen, die sich mit mehr Formalisierung lösen ließen? Ja, ganz klar, ganz vorne beginnend bei den Anforderungen. Ja? Also wenn man sich anguckt, ich bin viel noch in der Automotive-Domäne unterwegs und da redet man nicht über ein paar hundert, sondern über ein paar tausend Anforderungen, über einen Wust von mitgeltenden Unterlagen, die berücksichtigt werden müssen, gesetzliche Anforderungen etc. Überhaupt das zu durchdringen, Widersprüche, Unvollständigkeiten zu identifizieren ganz früh und das System dann im Kern des Systems Engineering so zu beschreiben, dass die einzelnen Teildomänen, Software, Elektronik, Hardwareentwicklung, dass die im Prinzip dann auf einem abgestimmten Stand starten können und ich nicht 100 Iterationen brauche, um mich der Lösung zu nähern. Das ist, glaube ich, schon ein großer Hebel, den man da hat. Und deswegen glaube ich, Frontloading ist das, was da helfen kann und was wir aktuell eben noch nicht konsequent machen. Jedenfalls stelle ich das in meinen Einsätzen in der Praxis nach wie vor fest. Und woran liegt das? Ich glaube, der Zugang zu den Modellen, das ist etwas, wo man Ausbildung braucht, ja, wo man auch lernen muss, eben zu modellieren. Es ist zwar kein Programmieren, also die Hürde ist ein bisschen weniger hoch, aber man formalisiert. Man muss auf einem abstrakten Niveau Dinge ausdrücken können und man muss auch Werkzeuge bedienen können, ganz klar. Und das ist erstmal eine Hürde, wenn man darin nicht ausgebildet ist. Tim, gerade mit dem Thema Ausbildung beschäftigt ihr euch ja auch. Wo siehst du, wenn du auf die Kunden, die ihr betreut, entsprechend schaust, wo siehst du da die größten Hemmnisse, um modellbasiertes Systems Engineering schneller, besser, stärker auszubreiten? Was ist so dein Eindruck zu dem Status quo aktuell? Da gibt es viele Hemmnisse leider. Ich
Ich würde sagen, eins ist sicherlich, dass Systems Engineering an sich, dieses Mindset noch nicht so verbreitet ist. Also da sind halt von vornherein an den Hochschulen wird man ja sehr auf eine Disziplin so eingenordet und plötzlich dieses abstraktere, systemweite Denken, das fällt schon vielen schwer. Also da ist schon mal ein Hemmnis und es ist ja auch schwer greifbar, Systems Engineering. Ne? Also ich mache das jetzt seit über 20 Jahren, meine Frau weiß immer noch nicht, was ich mache. Da sagt sie, ich sag, du hast doch gar keine Ahnung von Flugzeugen und Autos, wie kannst du denen dann helfen? Ich so, ja, das ist das ist auch schwer greifbar. Ich meine, der Software-Ingenieur, der zeigt seine Programme, der Maschinenbauer zeigt seine Teile, ne, und so weiter. Das Systems Engineer kann nichts vorzeigen, das ist so dieses Abstrakte. Also da fehlt sicherlich was so von der Denkweise. Und ganz konkret merke ich jetzt im MBSE-Umfeld, alle vielleicht so begeistert und super, was man alles machen kann. Und dann kommen die Tools und dann ist das irgendwie so Full Stop. So, weil die Tools, die so am Markt jetzt gängig sind, die sind halt alle aus den 90er Jahren. So, das ist, wenn jetzt ein junger Ingenieur damit arbeiten soll und will da mal so reinzoomen oder so oder auf einem großen Monitor mit Touchscreen was machen, dann sieht es schlecht aus mit rechter Maustaste und so ein Menü und Untermenüs und was da alles so hochpoppt. Okay. Oder für einfachste Aufgaben 10 Klicks machen zu müssen und so. Da müssen die Tools auch was tun. Das merke ich, ist oft ein großes Hindernis. So. Und das sind Dokumentationswerkzeuge. Und das sind Dokumentationswerkzeuge. Das sind eigentlich keine Engineering-Werkzeuge. Ne? Also wenn man mal eine Systemarchitektur in einem SysML-Werkzeug refactoren will, das ist schon Arbeit. Da nimmt einem das Tool wenig ab. Ich schimpfe immer gerne mal über die Tools, aber ich nehme sie gar nicht übel. Das ist schon klar, dass die so sind, wie sie sind. So, ne? Das ist halt so passiert. Aber da ist es Zeit, sich mal da was Neues zu machen. Das heißt, das ist ein Thema, wo du auf jeden Fall oder wo ihr auf jeden Fall Bedarf auch für zeitgemäßeren Support in den Tools, ich sag mal, Bedarf seht. Bring back the fun. Also die Tools sind vielfach kein Fun zurzeit, wenn man damit arbeitet. Klare Botschaft an die Toolhersteller. Ja, vor 2 haben sie eine gute Chance jetzt. Aber genau darauf wollte ich gerade einmal zu sprechen kommen. Was kann denn die SysML 2 dann dazu beitragen, dass es etwas besser wird? Zum einen Richtung Systems Engineering Methodik und Ausdrucksmöglichkeiten, zum anderen vielleicht auch eben für die Toolhersteller Richtung Tool Support. Also bezüglich der Tools sicherlich dadurch, dass die Toolhersteller so ein bisschen gezwungen sind, jetzt ja das komplett neu zu machen. Die basiert zum Beispiel jetzt nicht mehr auf der UML, sondern ist komplett neu. Ist also nicht eine kleine Anpassung in den Tools, ich muss ja grundsätzlich was ändern. Das schubst die Toolhersteller so ein bisschen mal in die richtige Richtung. Und insgesamt ist die SysML V2 natürlich viel moderner als die SysML V1. Ich meine, die V1 ist vor 20 Jahren entwickelt worden und basiert auf der UML, die dann da auch schon, nicht ganz, aber fast 10 Jahre alt war. Also die basiert auf einer 30 Jahre alten Technologie. Und damals kannte man Digital Twin noch nicht und AI, da kannte man schon, aber es spielte keine Rolle und so. Ne? Und jetzt die SysML V2 ist in einer Zeit entstanden, wo das schon Themen waren. Und dann die Anforderungen haben wir auch gesehen und haben das auch mit eingebaut in die Sprache. Was sich dann so ganz konkret zeigt bei so banalen Sachen, eine Entität, irgendwie ein Bauteil verändert ja im Laufe seines Lebens seine Strukturen und sein Verhalten. Das kann ich mir das V1 gar nicht ausdrücken. Das ist V2 kann ich sagen, hier ist so ein Ding und das hat einen Timeslice und so in dem Timeslice ist das Ding so und in dem Timeslice so. Also ein Auto auf dem Fließband in der Produktion sieht anders aus als auf der Straße und das könnte ich beschreiben mit demselben, dass es dasselbe Objekt ist. Aber so, das geht zum Beispiel mit der V2. Das geht dann auch Richtung Digital Twins und sowas, das kann ich viel besser unterstützen. Das geht mit der V1 nicht wirklich gut, sagen wir so. Es geht, aber es ist nicht gut. Jetzt haben wir ja eben schon kurz gehört, dass es auch eben eine textuelle Repräsentation gibt. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal kurz ein bisschen was erläutern, was euch dazu bewegt hat in der Spezifikationsgruppe, das zu tun und was es für Folgen hat. Genau, also ich kann komplett textuell das modellieren. Die textuelle Notation und die grafische Notation sind gleichwertig. Das sind 2 Notationen auf dasselbe Modell dahinter. Die Motivation war unter anderem auch, der Bedarf war da. Wenn ich das formaler machen möchte und sehr viel detaillierter arbeiten möchte, dann komme ich mit den grafischen Notationen sehr schnell an Grenzen. Also wer immer mal ein Aktivitätsdiagramm gemacht hat auf einer detaillierten Ebene, nur um einen Wert irgendwie auszulesen, klickt man sich halt dumm und dämlich und im Code ist es ja nur ein Einzeiler oder so. Und das war eigentlich so eine der Hauptmotivationen, würde ich sagen, das zu tun. Es gibt auch viel Kritik, höre ich schon, sagen so, gerade so aus dem Maschinenbau, kommt so, Mensch, ich bin doch kein Programmierer, jetzt kann ich das gar nicht mehr benutzen. Ich sage, ja, musst du ja nicht. Also es ist ja, wie gesagt, es ist gleichwertig. Am Ende hängt es an den Tools, aber es ist gleichwertig. Dann mache ich es eben nur grafisch. Aber ich kann es eben auch textuell machen und ich denke, das ist ein großer Mehrwert. Viele Dinge gehen einfach viel leichter und man hat, was ich auch
feststelle, man ist dichter dran am Modell. Also das Malen ist schon so ein bisschen wie, das ist halt nur Malen, das ist nicht Modellieren. Ne? Und wenn ich das textuell mache, dann bin ich wirklich im Modell drin. So, das öffnet die Türen für ein echtes MBSE, würde ich sagen. Also Stichwort Formalisierung, sodass ich es genau. auswertbar habe, sodass ich es entsprechend auch weiterverarbeiten kann. Ja, also Kästchen kann ich auch immer schon auf dem Whiteboard malen und ein paar Pfeile dazwischen ziehen. Ist auch gut, ne? Das ist auch wichtig, aber dadurch bin ich noch nicht so am Modell dran. Ne? So, und beim Textuell bin ich wirklich am Modell dran. Das ist ja ein ganz guter Brückenschlag nochmal zum Thema AIs, ja, künstliche Intelligenz. Ja, gerade die Language Models wie ChatGPT, die können eben sehr gut mit Sprachen umgehen und wie wir von dir eben auch schon gehört haben, auch mit den formalen Sprachen unter der SysML V2, den textuellen Repräsentationen. Und ja, insofern würde ich gerne nochmal zu dir überleiten, Rick. Ihr habt ja am Fraunhofer Institut schon so einiges jetzt an Erfahrungen aufbauen können, auch mit dem Thema AI-basiertes Systems Engineering. Vielleicht kannst du da den Faden nochmal aufgreifen, auch eben, wie spielt es zusammen mit den Sprachen, die drunter liegen? Ja. Ja, vielleicht kurz zu dem Punkt. Du hast, glaube ich, einen Git-Repo dazu, ne? Genau, und die großen Anbieter dieser eben genannten Sprachmodelle, die sind ja fleißig dabei, die Webcrawler zu bauen, die nicht nur sozusagen alle Bücher lesen und das ganze Internet, sondern fleißig natürlich auch bei GitLab, GitHub und you name it. Genau der Punkt, warum generative KI so gut auch jetzt für Systems Engineering zukünftig anwendbar ist genau das, was wir gerade schon gehört haben, diese textuelle Repräsentation. Also man wirft heutzutage ja viel KI, Generative KI in einen Topf. Was wir sehen, sind wirklich diese Text-zu-Text-Modelle, die ja im Endeffekt jetzt zum Beispiel mit dem GPT-4 oder ChatGPT groß geworden sind. Und fairerweise muss man sagen, unsere Sprachen, Deutsch, Englisch, sind ja lang nicht so formal wie jetzt zum Beispiel eine SysML. Und deswegen ist das Potenzial, einfach eine natürlich sprachliche Eingabe zu einer formalen Sprache, dann wie die textuelle Beschreibung der SysML 2.0 zu bauen, sehr, sehr groß. Und wir sehen, dass das heutzutage schon sehr gut funktioniert, sowohl als Eingabemedium, also bitte bau mir eine Systemarchitektur von X auf, als auch zur Beschreibung. Also wenn man ein formal beschriebenes Modell hat, kann man ein Plugin bauen, was zum Beispiel jetzt das Systemmodell dann in textueller Sprache beschreibt, weil vielleicht nicht jeder so gut jetzt Aktivitätsdiagramme oder State Machines lesen kann, wenn er, wie ich zum Beispiel, aus dem Maschinenbau kommt. Genau, und da ist jetzt wirklich viel Musik drin. Ich glaube, neben den ganzen Machbarkeitsstudien, Proof of Concepts, Piloten, die jetzt kommen, sehe ich da durchaus die Chance, gerade in dem Reifegrad, wo wir jetzt sind, dass wir da in den nächsten 1, 2, 3 Jahren auf jeden Fall Produktivlösungen haben, wo man die Zugänglichkeit erhöht. Weil wir haben eben darüber gesprochen, Systems Engineering betrifft ja alle in der Produktentwicklung. Trotzdem sind es Expertensysteme, es ist eine sehr natürlich grafische Sprache, man möchte die Lesbarkeit erhöhen, aber im Endeffekt kann heutzutage dann vielleicht mit dieser Eingabemedium Chat jeder mit einem Systemmodell arbeiten, ob er jetzt die letzten 20 Jahre konstruiert hat oder Schaltpläne gezeichnet hat oder auch etwas anderes getan hat. Jetzt könnte man ja auch hingehen, und ChatGPT kann sowas ja, mal um eine der bekanntesten Lösungen für Large Language Models zu nennen, dass man eben direkt Code oder andere Artefakte erzeugt. Was hat das für Vorteile, jetzt entsprechend Modelle zu erzeugen, oder was gibt es für Probleme, wenn man direkt andere Artefakte erzeugt? Ja, also ich glaube, ich werde sehr häufig gefragt im Alltag, bin ich sozusagen in meiner Rolle als XYZ gefährdet? Und man muss fairerweise sagen, ChatGPT beeindruckt auch mich immer wieder. Es tendiert aber absolut zu Common Knowledge und Mehrheitsmeinungen. Also, dass man jetzt ein Tool hat, was irgendwie in nächster Zeit irgendwie automatisiert Steuergeräte, Softwarearchitekturen ausgeben muss, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Da kommen wir nur hin, wenn man diese Sprachmodelle nachher mit Feintuning oder Transfer Learning auf Basis von den bestehenden Artefakten aus einer Domäne, aus einem Unternehmen vortrainiert. Und ich glaube, daran arbeiten viele jetzt, da wird auch einiges kommen, aber dass man plötzlich substituiert wird in seiner Rolle als Konstrukteurin, Konstrukteur, als Elektrotechnikerin, Elektrotechniker oder auch als Softwarearchitekt, Architektin, das wird so schnell nicht kommen. Die ersten 10% sind unglaublich beeindruckend, aber die KI zu industrialisieren, dass sie wirklich den Job substituiert, den man heute tut, da ist noch ein langer Weg. Also ich glaube, da sind wir alle sozusagen erstmal noch auf der sicheren Seite. Was spannend wird, ist, wenn wir die Entwicklung in die nächsten 10, 20 Jahre extrapolieren, weil ich sage jetzt... Gewaltiger Zeitraum. Absolut, aber
Ich kann heutzutage zum Beispiel einen Marketingtext schreiben. Da war ich vorher nicht gut drin, aber das funktioniert ja mit ChatGPT sehr gut. Und wenn wir uns vorstellen, dass es vielleicht zukünftig dann ein CAD-GPT oder ein Schaltplan-GPT, you name it, geben wird, wodurch sehr schnell Engineering-Artefakte erzeugt werden müssen, dann bricht ja diese Logik von einem, ich sag mal, 5-Jahres-V-Zyklus auf, weil die Leute plötzlich viel schneller neue Artefakte generieren. Und ich glaube, dann ist letztendlich MBSE der Schlüssel, um überhaupt noch so einen Entwicklungsprozess beherrschen zu können. Weil wenn es dann nicht den Kleber, den Glue gibt, in einem formalen Modell, wo sich Leute untereinander miteinander abstimmen können, dann wird das nicht mehr funktionieren. Dann haben wir absolutes Chaos. Du hast ja auch schon gesagt, ne, es geht um technische Systeme und ich glaube, ohne Modelle können wir gar nicht agil entwickeln. Ne? Also wenn die Hardware mal gelötet ist, dann wird es schwierig, noch eine Iteration zu drehen. Ne? Also müssen wir eigentlich auf Modellebene das schon betreiben. Und da glaube ich auch, hat KI durchaus als so im Sinne eines Co-Piloten, den Engineer einfach zu befähigen, ein großes Potenzial. Jetzt also sagtest du ja gerade, wir müssen die KIs noch feintunen mit Daten und mit Informationen, die das Ganze dann entsprechend auch von dieser reinen Mehrheitsmeinung wegbringen zu speziellerem Wissen, zu entsprechenden, vielleicht eben auch hausspezifischen Informationen. Alexander, wie ist denn da die Situation bei den Anwendern heute? In welcher Form liegen diese Daten heute vor und ich sag mal, wo kann da die Reise hingehen, dass man die besser erheben kann? Ja, also das Allermeiste ist natürlich klassisch in Dokumenten, zumindest mal was die frühen Phasen angeht. Ne? Requirements sind im besten Fall in Requirements Engineering Werkzeugen, Datenbanken abgelegt. Im schlechtesten Fall sind sie PDF-Dokumente und die Informationen sind nicht strukturiert. Systemanalysemodelle sind, glaube ich, nicht State of the Practice. Systemarchitekturen findet man wahrscheinlich auch noch viel in PowerPoint. Oder man findet sie in SysML, aber es sind gemalte Architekturen. Also dieses Bewusstsein, dass das wirklich Engineering-Artefakte sind, die mit der gleichen Sorgfalt vielleicht wie Quellcode, sage ich mal, gehandelt werden, das setzt sich so langsam durch, weil dann, sagen wir mal, wenn mit den Modellen dann auch hinten raus was angestellt wird. Aber auch da ist noch kein so richtiges Bewusstsein, glaube ich, in der Praxis, in der Breite jedenfalls da. Ne? Ich kann mich erinnern, wir haben mal einen Code-Generator gebaut aus einem UML-Modell und da hieß es dann, der Generator spuckt was völlig Falsches aus. Dann haben wir uns die Modelle angeguckt und da waren 20.000 Modellfehler drin. Und da muss man sagen, dieses Selbstverständnis, dass das Modell eben ein wertvolles Engineering-Artefakt ist, das ist in der Praxis noch nicht da. Deswegen glaube ich, ja, vieles ist unformalisiert. Wenn wir weiter nach hinten im Prozess gucken, dann wird es sicherlich formaler. Quellcode irgendwie ist formal. Aber gerade vorne ist das nicht der Fall. Deswegen glaube ich, kann da KI auch wirklich was bewirken, eben diese auf den ersten Blick unstrukturierten Informationen einfach zugänglich zu machen. Auch natürlich breiter geguckt, das ganze organisatorische Wissen, das da ist, zugänglich zu machen, weil man vielleicht gar nicht weiß, dass der Kollege in der Nebenabteilung schon ein ganz ähnliches Problem mal gelöst hat. Wenn ich diesen Datentopf aber verfügbar mache, dann ist das vielleicht möglich in Zukunft oder auch jetzt eigentlich schon. KIs können ja grundsätzlich eben auch mit Bildern und mit unstrukturierten Informationen umgehen. Gäbe es da denn auch eine Möglichkeit, vielleicht die in gemalten Bildchen in formale Modelle zu überführen, sodass man das Wissen der Vergangenheit noch besser verarbeiten und nutzen kann? Soweit ich das abschätzen kann, ja. Ich würde sagen, die Technologie gibt es schon her. Und selbst wenn das nicht hundertprozentig treffsicher passiert, wenn wir formale Modelle als Zielsprache haben, können wir relativ gut diese Modelle auch prüfen auf syntaktische, semantische Korrektheit. Dafür braucht es dann noch den Ingenieur, Gott sei Dank. Aber man kann ihn da, glaube ich, gut unterstützen. Ne? Und man kommt auch weg von diesem
White-Paper-Problem. Ne? Wenn ich ein System wirklich vom Scratch bauen muss, dann kann ich sagen, vielleicht bekomme ich einfach als Startschuss mal einen Draft generiert, den ich dann weiterentwickeln kann, mit dem ich arbeiten kann. Auch das ist, glaube ich, ein schöner Anwendungsfall, der dem Ingenieur im täglichen Doing das Leben wirklich einfacher machen könnte. Und soweit ich es abschätzen kann, sind wir da auf einem sehr guten Weg hin. Haben wir jetzt mehrfach gehört, es braucht ein gewisses Bewusstsein für Modellierung. Du hast gerade das Beispiel genannt. Das Modell habe ich erstellt, aber der Codegenerator spuckt was Falsches aus. Tatsächlich wurden eben die Modellfehler ignoriert, weil man gesagt hat, okay, das Modell ist ja jetzt, das drückt das aus, was ich denke. Aber es ist nicht entsprechend ein Bewusstsein für das formal Notwendige vorhanden gewesen, offensichtlich an dieser Stelle. In Richtung Ausbildung nochmal den Bogen zurück. Wie seht ihr das denn mal in die Runde? Ich lasse euch gleich alle drei nochmal dazu zu Wort kommen. Dort heute die Situation, also angefangen von der Universität über die Weiterbildung in der Firma. Also eure Erfahrungen mit diesem Thema, wie gut kann man sich dem denn nähern, wenn man das denn möchte? Soll ich mit der Hochschule mal anfangen? Fangen wir mal mit der Hochschule an. Ja. Wir haben im Rahmen einer BMBF geförderten Studie 2020 einmal den Leistungsstand Systems Engineering an den Hochschulen, den deutschen Hochschulen und international erhoben. Und tatsächlich war das noch, würde ich sagen, ernüchternd. Natürlich schaue ich da jetzt aus einer gewissen Blase auf diese Situation und sage, natürlich müsste da mehr Systems Engineering rein. Aber es war wirklich so, dass das gerade auch in etablierten Ingenieursdisziplinen sehr anhand der Fakultätsgrenzen läuft. Das bedeutet, am konkreten Beispiel als Maschinenbau hat man dann vielleicht mal die Chance, in einer Vorlesung ein Teilmodul über dieses Thema zu erfahren und ist dann aber zukünftig wahrscheinlich mehr und mehr gefordert, mit Personen aus dem Systems Engineering zusammenzuarbeiten, richtige Anforderungen zu schreiben. Das ist ja nichts, wo man sich jetzt als eine Disziplin sozusagen außen vor lassen dürfte. Und deswegen, gerade im Vergleich zu den USA und auch zu China, würde ich sagen, haben wir da großen Handlungsbedarf aufzuholen. Und anschließend noch 2, 3 weitere Worte. Das soll aber nicht bedeuten, dass man nur Generalisten braucht. Ne? Wir sind beschränkt natürlich durch ein bestimmtes Maß an Leistungen und Prüfungen, die man jetzt in so einer Studienzeit erleben darf. Und eine fachliche Tiefe, allein schon um ein gewisses Standing bei den Kolleginnen und Kollegen zu haben, das ist notwendig. Das sollte man nicht rausnehmen aus so einem klassischen Curriculum für jetzt Ingenieure und auch Softwareentwickler. Aber wir müssen mehr von diesen Themen zumindest in die vertiefenden Bereiche später im Studium bringen. Jetzt haben wir vielleicht irgendwann diese Hürde übersprungen und schaffen das. Was hält uns denn in den Firmen heute bei der Verbreitung von MBSE, Vorgehensweisen, Methodik, Toolwissen ab? Ihr zertifiziert ja auch, ihr bildet aus, ihr seid Coaches. Was erfahrt ihr da so? Es gibt ja Zertifizierungsprogramme im Systems Engineering, die extremst beliebt sind, weil, glaube ich, die Hochschulen gerade nichts liefern und die Firmen aber ja gerne Nachweise haben wollen. Okay, wenn wir das Problem lösen, machen wir dein Geschäftsmodell kaputt. Ja, genau. Also es gibt ja von Incosi ein Zertifizierungsprogramm, was in Deutschland nochmal aufgegriffen wurde als den Certified Systems Engineer. Und eine große Änderung ist in Deutschland ist bei dem Zertifikat, dass die Vorbereitungskurse sind Pflicht. Und das ist ein 12-tägiger Vorbereitungskurs für ein Zertifikat, was in der Industrie echt eine Menge Zeit ist. Also wer kriegt schon 12 Tage Fortbildung bezahlt? Das ist nicht so verbreitet, aber das läuft super. Das ist ein Riesenbedarf danach. Das größere Zertifizierungsprogramm, wo es um die Systems Engineering Grundlagen geht, da geht es aber nicht um Model-Based Systems Engineering, sondern Systems Engineering ganz allgemein. Okay. Die ganzen Prozesse nach ISO 15288 und so. Und auch Soft Skills und Projektmanagement und sowas ist da mit drin. Model-Based gibt es eigentlich nur das von der OMG, ein Sprachzertifikat, da wird die SysML abgefragt. Das ist also eigentlich auch gar nicht Model-Based Systems Engineering, sondern ein SysML-Zertifikat. Ja. Für die SysML V2 ist es auch die Planung, da wieder eins zu machen. Und da ist auch gerade die Diskussion, wie viel MBSE bringen wir da rein, wie viel Methodik bringen wir da rein. Verbinden wir es vielleicht mit den Incosi-Zertifikaten, das ist gerade so im Werden, das ganze Thema. Okay. Was hast du denn in der Praxis, wenn du an Alexander Kunden begleitest bei der Einführung von Model-Based Systems Engineering? Was hast du denn da für Erfahrungen? Sag mal, du holst die dann ja quasi da ab, wo sie gerade sind. Ja? Und wie geht es dir dabei? Was passiert da?
Ich glaube, was wirklich fehlt, ist dann die Umsetzung in die Praxis, wirklich das Auseinandersetzen mit konkreten Engineering-Problemen. Also wenn man sich anguckt, die Hochschule unterrichtet natürlich Grundlagen. Ne? Und wenn man sich diese INCOSI-Zertifizierung anguckt, dann sind die sehr prozesslastig. Ne? Die sagen, welche Aktivität muss ich wann machen, das ist das Arbeitsergebnis. Aber ein wirkliches, konkretes Engineering-Problem dann zu lösen, es auch zu abstrahieren, zu beschreiben, zu modellieren, da wird es schwierig. Also das Handwerkszeug, wie modelliere ich dann, wenn ich modellbasiert vorgehe, fehlt so ein bisschen. Und auch das, warum mache ich das denn so? Ja? Also wenn man guckt, in vielen großen Firmen gibt es ja durchaus etablierte Methoden und Werkzeugketten. Ja? Aber da sind die Methoden so reglementiert, dass sie einfach nur noch stumpf befolgt werden müssen. Und die Ingenieure sind aber sozusagen nicht so weit, dass sie das Warum sozusagen durchdrungen haben und auch sozusagen sich davon lösen können, wenn sie es müssten. Ja? Dann wird also sozusagen stumpf die Methodik draufgeschlagen auf das Problem und dann löst man es eben auch nicht. Und da fehlt halt viel einfach praktische Erfahrung auch in der Anwendung dieser Methoden. Und das ist das, was wir in der Praxis dann eben machen, Teams da begleiten, sage ich jetzt mal, und eigentlich Erfahrung da reinbringen, weil wir das schon x-mal in unterschiedlichen Kontexten begleitet haben. Ja? Eben zu formalisieren, modellbasiert an der Stelle zu arbeiten. Wie kann denn, sag mal, du hast jetzt gerade das Wort begleiten angesprochen, wie kann denn ein KI-Copilot, das Wort haben wir viel eben auch, wie kann denn ein KI-Copilot in der Zukunft vielleicht Menschen, die sich dem nähern wollen oder die schon ein paar Schritte gegangen sind, besser begleiten und helfen, sodass weniger menschliche Begleitung notwendig ist? Weil letzten Endes, machen wir uns nichts vor, wir haben es eben mit einem massiven Fachkräftemangel zu tun. Und auf Basis dieses Fachkräftemangels wäre es ja sehr wünschenswert, wenn ein Teil der Arbeit, die wir jetzt mit Menschen tun in der Begleitung, ein KI-Copilot, ein Begleiter, ein Assistent übernehmen könnte. Was seht ihr denn da an Möglichkeiten? Wie kann das denn an der Stelle passieren? Ich denke, primär dadurch allein mal, dass das vorhandene organisatorische Wissen verfügbar gemacht werden kann. Ne? Wenn es gute Beispiele schon gibt für bestimmte Konstellationen, die einfach mal zugänglich zu machen. Ne? Man weiß unter Umständen gar nicht, was ist im gleichen Unternehmen unter Umständen schon engineert worden, welche Probleme sind da eigentlich schon mit guten Lösungen umgesetzt. Dann vielleicht auch dabei zu unterstützen, die bestehende Lösung zu bewerten. Ja? Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich Potenzial sehe. Nicht jedes System wird komplett auf der grünen Wiese entwickelt und ist ein völlig ungelöstes Problem. Ne? Also nicht alle bauen Raketen, ein paar bauen auch Waschmaschinen. Ne? Und das denke ich schon. Ich würde vielleicht einfach ergänzen. Also ich finde es unglaublich wichtig, dass dieses Thema SE nur wirklich zum Fliegen kommt, wenn da alle nachher beteiligt sind. Deswegen muss es auch verschiedene Ausbaustufen geben. Also es wird vielleicht eine Art Grundbesolung mit einem chatbasierten Assistenten geben und die Leute sehen niemals das Systemmodell, weil sie nur sozusagen lesend darauf zugreifen müssen. Sie müssen vielleicht wissen, okay, der Sensor sitzt da und man kann das ja auch sprachlich abfragen. Dann wird es Leute geben, die aktiv mit den Modellen arbeiten und ganz pragmatisch, die kriegen vielleicht Tools an der Hand wie so ein Model-Checker. Der guckt erstmal, ist das Format richtig aufgebaut, ist da nichts was vergessen, fehlt da nicht noch ein Diagramm, könnte dieser View nicht für Person XY zur Verfügung stehen. Oder man könnte auch darüber nachdenken, ganze Rollen sozusagen als Sparringpartner mit reinzugeben. Kleinere Teams, die jetzt vielleicht nicht einen dedizierten Risk Manager haben, könnten da einfach ins Sparring gehen. Ne? Auch wenn das vielleicht nicht perfekt ist, aber es wird auf jeden Fall besser sein, als es gar nicht zu betrachten. Und für die Experten, ja, also du bist tiefer drin in den Spezifikationen. Wir wissen, wie lang die PDF-Dokumente sind. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn man da einfach zwischendurch das PDF mal fragen kann, wenn man so in die ganz formalen Tiefen abtauchen möchte. Also ich denke, es kommt sehr darauf an, wo man startet, was danach auch die Unterstützung sein wird durch Assistenzsysteme. Die Assistenz kann es auf das richtige Niveau auch heben. Ne? Ich meine, wenn man jetzt mit MBSE anfängt, ist man irgendwie voll ausgelastet damit, die SysML immer zu verstehen und welchen Pfeil nehme ich jetzt. Und dann das Tool kommt auch noch hinzu und so. Und die eigentlichen Kernfragen, auf die komme ich gar nicht erst so richtig. So, ne? Und das kann mir der KI-Pilot natürlich dann erstmal abnehmen. So, da kann er die SysML erstellen und als User-Interface
Und dann kann ich mich wieder auf das eigentliche Engineering konzentrieren. Und dann kommt das MBSE vielleicht auch so richtig in Fahrt. Und MBSE heißt nicht SysML zu machen, sondern MBSE ist eben MBSE. Das ist ein Unterschied. Du sagst es ja auch schon, SysML ist halt nur eine der Möglichkeiten. Ne? Und ist ja auch nur eines der Modelle. Ich habe ja mit ganz vielen Modellen zu tun. Und SysML ist sicherlich ein wichtiges, so das Backbone. Die Rolle spielt es ja oft, aber es gibt ganz viele Modelle, mit denen ich dann agiere. Ich entnehme jetzt so den Äußerungen, also Assistenz bei zum einen zugänglich machen, Informationen besser finden, besser beauskunften können, ja? Also dort im Chat auch Fragen loswerden zu können, beantwortet zu bekommen. In der Vorbesprechung kam auch noch so dieser Aspekt, ja, ich sag mal, etwas iterativer, flexibler, experimenteller arbeiten zu können. Ich glaube, Alexander, das kam von dir. Vielleicht magst du da noch mal was zu sagen. Wir haben eben schon ja gesagt, die Werkzeuge, die wir aktuell haben, insbesondere wenn wir auf SysML gucken, sind Dokumentationswerkzeuge. Und das eigentliche Spielen mit den Modellen, also im Engineering, unterschiedliche Designalternativen mal ausprobieren, das ist mit den aktuellen Werkzeugen echt schwierig, ja, bis unmöglich. Also man investiert da eine Menge Aufwand. Also wenn ich mir angucke, ich meine, nicht umsonst ist Excel so beliebt bei Ingenieuren. Ne? Da kann ich wirklich mit meinem Modell spielen im besten Falle. Und da glaube ich, dass wir eben über entsprechende Assistenz auch eben mal komplexere Refactorings in so einem Modell auch umsetzen können, wo man mal sagt, ich packe die Batterie mal nicht hierhin, sondern dahin, spiele das doch mal für mich durch, ja? Und aktualisiere das Modell mal entsprechend. Das ist, glaube ich, ist eine Chance, den Ingenieur wieder eben mehr zum Engineering zu bekommen. Ne? Also im Sinne von Varianten automatisch anfertigen lassen, durchspielen zu lassen, bestimmtes Systemverhalten überprüfen zu können. Genau, auch vielleicht mal sozusagen zu überprüfen, genügt das noch meinen Anforderungen? Ja? Also das ist, glaube ich, da steckt Potenzial drin, wenn wir das heben. Weil das ist das, was heute, wenn man so guckt, wo MBSE gerade steht, eben noch nicht erreicht ist. Ne? Wir können die Systeme spezifizieren, aber wirklich komplettes Frontloading zu machen, unterschiedliche Designalternativen durchzuspielen, das investiert heute gar keiner auf Basis der Modelle. Es ist viel zu aufwendig, das SysML-Modell so anzupassen, dass ich 3, 4, 5 Designalternativen einfach mal nebeneinander halten und vergleichen kann. Also ich habe es jedenfalls noch nicht in der Praxis gesehen, dass der Aufwand spendiert wird, sondern das macht man dann wieder schnell auf PowerPoints nebenbei. Und dann überhalten sich eben, sagen wir mal, Leute, die die Domäne gut kennen über dieses Problem. Aber die Möglichkeiten, die eben die Modellbasierung da bringt, das automatisiert auswertbar zu machen, das nutzt man noch nicht. Und ich glaube, wenn das Spielen mit den Modellen unterstützt wird an der Stelle, dann kommt man da tatsächlich hin. Und ich glaube, da müssen wir auch hin, wenn wir mit der Komplexität irgendwie umgehen wollen. Also hin zu ausführbaren, simulationsfähigen Spezifikationen. Ja, Simulation ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, frühe Virtualisierung, sehr frühe Simulation, auch Integration unterschiedlicher Formalismen, eben nicht nur diskretes Verhalten, Zustandsautomaten, Aktivitäten, sondern eben auch thermische Modelle, was auch immer ich so brauche, ja, an Beschreibungsformalismen. Und die eben integriert, sodass ich eben auch eine Impact-Analyse mal machen kann. Ne? Jetzt kann man sich ja überlegen, ja, solche Varianten durchspielen und Optimierungsverfahren, das könnte ja auch ein KI-basierter Agent tun. Ne, ist das, ich meine, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter noch in die Glaskugel gucken, ist das etwas, was ihr euch vorstellen könnt oder wo ihr auch schon Ansätze seht, die verfolgt werden? Ich gebe jetzt mal. Gibt es das, ja, soweit ich weiß, das Generative Design heißt das, glaube ich, so verschiedene Ansätze einfach mal durchgespielt werden von der KI und dann anhand von Parametern das Beste dann ausgewählt wird. Und da entstehen ja auch dann nachher Sachen, mit denen man gar nicht, also wo die Leute sagen, ein normaler Ingenieur wäre da irgendwie nicht drauf gekommen, dass man sowas machen kann. Und das kann man sich auch weiterdenken, eben auch auf das Gesamtsystem. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen, perspektivisch zumindest. Da sind wir, glaube ich, noch ein Stück von entfernt. Also ich glaube, man muss da schon auch ein bisschen abstrahieren von dem, was heutzutage schon mit vielleicht einfachen Batch-Prozessen oder so geht. Also Parameterräume, ne, wenn man da die Eckpunkte kennt, da braucht man noch keine KI für. Ich glaube, was eben angesprochen wurde, diese Verknüpfung und eine digitale Durchgängigkeit, die Systemarchitektur so genau und spezifisch runterzubrechen auf alle Subsysteme, ne, wo wir nicht nur darüber sprechen, ist das jetzt eine grundlegende Designentscheidung, ist die Batterie auf Position A oder B, sondern auch
ne, mal tief rein und dann den Übertrag zu den domänenspezifischen Modellen zu bekommen und dann auf Generative Design zum Beispiel jetzt im Maschinenbau aufzusetzen. Das wird es auch für Platinenlayouts oder Schaltpläne geben. Da mal so einen wirklich, nicht ganz end-to-end, aber zumindest einen sehr weiten Prozess zu bauen, der validieren kann auf Basis von Simulationsmodellen, die heutzutage niemals den Weg in der Geschwindigkeit zurück zum MBSI gefunden haben. Da, glaube ich, ist großes Potenzial drin. Ja, das bedingt aber auch, dass wir dann eben ein geschlossenes Engineering-Modell bekommen. Ne? Im Moment haben wir Inseln. Ne? Also man kann ja schon relativ viel machen an der Stelle, aber eben nur für einen Teilaspekt. Und alle Informationen zusammen habe ich nicht konsistent zur Verfügung. Da steckt der Teufel dann im Detail. Ne? Also wie kriege ich allein schon ein Requirements-Management-Tool mit einem SysML-Tool zusammen, ne? Dass die sich verstehen. Also das denkt man, konzeptuell ist es ganz einfach, ne? Und dann will man das in der Praxis machen und dann merkt man so, ja, passt nicht. Ne? So, und da hilft die SysML V2, zumindest bietet sie das an. Da gibt es auch eine API, eine standardisierte. Das könnte wirklich so ein Gamechanger auch werden, dass man wirklich über eine standardisierte API, mir ist völlig wurscht, was für ein Modellierungswerkzeug hintersteckt. Ich kann auf das SysML V2-Modell zugreifen, ich kann es lesen, aber ich kann es auch ändern. Also die Basis ist dort geschaffen. Was die Toolersteller und die Methodiken, die sie daraus machen, ist dann noch was anderes. Aber die Basis ist schon mal da, um diese Durchgängigkeit dann hinzubekommen. Zumindest auf der Ebene Richtung SysML V2-Modell. Ich meine, Simulationstools untereinander müssen ja auch noch unterhalten, da brauche ich dann auch wieder Standards und so. Aber konzeptuell habe ich ein großes Modell meines Systems. Ne? Und in echt sind das irgendwie 50 physische verschiedene Modelle, die sich unterhalten müssen. Wir hören also, es ist noch so einiges zu tun, damit das Ganze in diese Zukunft gehen kann. Aber bevor wir hinterher zu abschließenden Statements kommen von euch, würde ich gerne jetzt die Chance ergreifen und nochmal Fragen aus dem Publikum zulassen und beantworten lassen von euch. Vielleicht zuerst einmal hier in die Runde geschaut. Hat jemand eine Frage an die Teilnehmer hier? Möchte jemand hier eine Frage loswerden? Gunther. Ja, ihr habt ja schon darüber gesprochen, dass es schon etliche Modelle gibt, die eigentlich zum Einsatz kommen. Gibt es da zum Beispiel in der Automobilindustrie zwischen den Automobilen... Einen Moment, wir haben ja noch ein Mikro, vielleicht magst du noch mal neu starten. So, ja, jetzt mit Mikro. Also ihr habt gesagt, dass es schon einige Modelle gibt. Gibt es zum Beispiel bei Automobilherstellern und ihren Zulieferern denn da schon Abstimmungen, welche Modelle sozusagen da zum Einsatz kommen können? Oder läuft das alles noch textbasiert, wie ihr es im Grunde genommen angedeutet habt? Das läuft vielfältig noch textbasiert. Ja? Es geht sogar so weit, dass Modelle, die vielleicht bei einem OEM schon vorliegen, dann automatisiert in Text überführt werden, der dem Zulieferer zur Verfügung gestellt wird. Auch das ist noch gelebte Praxis. Ja? Also zum Teil ja, Requirements oder sowas werden auch auf Ebene vielleicht von DORS oder so ausgetauscht, sage ich jetzt mal. Also schon in einem Werkzeugstandard, aber da wird noch nicht auf einem integrierten gemeinsamen Modell gearbeitet. Nein. Gibt es da so Standardisierungsbestrebungen genau in die Richtung? Ich meine, genau in diesen Grenzen der Arbeit ist ja anscheinend auch, ne? Ja, es gibt ja die Standards. Ne? Ja. Die Sprache ist was gibt es dann als Standard, ne? Aber jetzt inhaltlich, dass ich jetzt ein Automotive-Modell oder ein Space-Modell mache, da gibt es nicht viel, würde ich sagen. Also es gibt, glaube ich, viele Austauschformate grundsätzlicher Natur. Und es gibt auch, glaube ich, genug Plattformen und Lösungsanbieter, die Zugriffsrechte und Ähnliches verwalten. Ich glaube, nachher sind wir wieder bei diesem MBSE-Teil, ne, dass jemand Motordrehzahl auch Motordrehzahl nennt und nicht N. Ne? Also das sind dann die inhaltlichen Dinge, die abgestimmt und standardisiert werden müssen. Ne? Das ist immer die Frage, auf welcher Ebene man jetzt auf diesen Prozess des Informationsaustauschs dann schaut. Ne? Das ist ja auch ein IP-Problem irgendwo. Ne? Also wenn ich Engineering-Know-how in einem Modell habe, möchte ich das ja auch unter Umständen gar nicht so nach außen verfügbar machen. Und dann wird es eben schwierig. Was ist der Teil meines Modells, den ich denn exportieren muss, damit eben jemand, der das dann integriert, auch entsprechend damit überhaupt sinnvoll arbeiten kann. Ne? Also das ist, glaube ich, noch nicht ganz gelöst. Dann danke für die Frage, Gunther. Ich würde jetzt einmal eine Frage aus dem Publikum reinnehmen wollen. Hier kommt eine Frage von Alice Selamare. Hat jemand vielleicht eine Vision dazu, wie Safety Analysis, wie zum Beispiel FMEA, sich angesichts von SysML 2 und oder KI entwickeln könnten?
geht so ein bisschen in eine spezielle Methodik rein, Safety Analysis in Kombination mit SysML und KI. Ich gebe mal die Frage in die Runde. Ganz konkret ist zur SysML. Zur SysML V1 gibt es ja schon ein Profile, um FMEAs und was machen zu können, das RAML-Profile, was jetzt auch in der Diskussion ist, das natürlich umzuwandeln auch auf die SysML V2, dass es da verfügbar ist. Also da habe ich schon mal sprachlich zumindest. Okay, sprachliche Unterstützung in V2 wäre damit gegeben. Genau, V1 gibt es schon und V2 wird es geben. Ja. Was könnte uns KI. daneben KI dort vielleicht noch helfen? Alexander, Rick? Vielleicht nicht nur die Sprache betreffend. Also ich glaube, was es auch braucht, ist eine Methodik, die eben meine Systemarchitektur als Input nimmt und mir erlaubt, eben ein Grundgerüst für eine FMEA abzuleiten. Also wenn wir Systemstrukturen und Funktionen uns angucken, dann sind das eigentlich die Dinge, die wir in einer SysML-basierten Systemarchitektur sowieso schon haben. Und wenn wir das in einer gewissen Systematik machen, glaube ich, lässt sich ein Grundgerüst für eine FMEA, also zumindest mal Strukturen, Funktionen, auch automatisiert ableiten. Dann rede ich noch über Fehler und das ist etwas, da kann ich mir gut vorstellen, da kann KI wieder helfen. Ne? Fehler zu identifizieren, eben aus einem Erfahrungsschatz, FMEA ist ja nur eine Methode, die ist, glaube ich, die ist älter, glaube ich, als dieses SysML. Ne? Also da ist schon eine Menge organisatorisches Wissen durchaus da, aus dem man sich bedienen kann. Also vielleicht auch da nur, ich glaube, das Potenzial ist auf jeden Fall da, gerade was die Exploration von Dingen angeht. Man muss nur aufpassen, gerade diese Sprachmodelle, das werden wir vielleicht hier auch in der Runde schon öfters erlebt haben, die neigen auch zu Halluzinationen. Ne? Man muss einfach darauf achten, dass man die Modelle so aufbaut, dass sie entweder wiederholbar sind, das heißt, man weiß genau, woher diese Information kam, das geht auch heutzutage schon, oder wie gesagt für explorativen Input für einen Menschen, der es dann am Ende tut, weil gerade überall in solchen regulierten Umgebungen sollte man tunlichst vermeiden, das jetzt als Entscheidung der KI zu übertragen. Vielen Dank. Dann nehme ich die nächste Frage wieder aus dem Publikum. Armin, du hast das Mikrofon praktischerweise auch schon in der Hand. Ja, ich habe mir das schon ergattert. Ja, vielen Dank erstmal für die nette Diskussionsrunde. Ich finde das super interessant. Du hast das gerade angesprochen. Meine Frage bezieht sich, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu meiner Frage, nämlich diese adversen Effekte von KI, die man schon bei ChatGPT sehen kann, gerade so speziell was beispielsweise Code-Generierung angeht. Da sieht man ja öfter mal auch so veraltete, nicht so optimale Sachen, ne? Falls sich irgendwie mal ein Framework geändert hat oder sowas, dann weiß die KI halt noch nicht Bescheid darüber, weil es einfach nicht genug Daten im Datenkorpus gab oder woran auch immer das lag. Und ja, genau, da droht dann natürlich so eine Konvergenz, also wenn immer mehr KI auch genutzt wird und Daten erzeugst, die dann wiederum neue KIs füttern. Du meintest gerade, es gibt jetzt schon Möglichkeiten irgendwie zu unterscheiden, wo jetzt diese Daten herkommen, ob das jetzt halt wirklich irgendwie andere KIs vielleicht generiert haben oder so. Aber dass sich da auch jeder dran hält, ist ja jetzt auch irgendwie nicht gegeben. Und wenn dann halt, sagen wir mal, der Datenkorpus so verschmutzt ist von veralteten Lösungen, die irgendeine KI ausgespuckt hat, dann droht ja sozusagen eine Konvergenz der Expertise von moderner KI. Und meine Frage wäre jetzt, wie schätzt ihr diese Gefahr bei der Integration von KI mit Model-Based System Engineering ein? Und habt ihr da irgendwelche Ansätze zur Lösung vielleicht? Oder irgendwelche Ideen? Genau, danke. Ich würde das Problem einfach versuchen zu übertragen. Also die genannte Beobachtung ist ja vollkommen richtig. Ist vielleicht meinungsstark, aber es kann ja sein, dass wir jetzt gerade, was den Datenschatz zum Training von großen Sprachmodellen sind, am besten Zeitpunkt sind, weil jetzt kommt der ganze KI-generierte Content und die Modelle besser oder schlechter werden, das mag ich nicht zu beurteilen. Aber wie gesagt, wir können, was die Daten, zumindest für die großen Sprachmodelle und dem Internet angehen, davon ausgehen, dass wir vielleicht an einem sehr guten Zeitpunkt sind. Übertragen jetzt auf dieses Engineering-Problem ist es so, wie du beschrieben hast, trainieren wir auf den, ich sag mal, sehr ähnlichen Architekturen der letzten 10 Jahre. Dann ist natürlich klar, dass auch die neu vorgeschlagene Architektur sehr an diesen Dingen hängen wird. Also, dass die KI die super innovative, disruptive neue Architektur findet für das beste autonome Fahrzeug, die ist unglaublich gering. Ne? Sie kann uns helfen in dem kreativen Prozess, aber mehr aktuell auch nicht. Ne? Ich will nicht ausschließen, dass diese neuronalen Netze grundlegend solche Fähigkeiten irgendwann erlangen werden, aber gerade auf dem Stand Sprachmodelle heute sind wir da nicht. Ne? Deswegen habe ich ja eben gesagt, ne, es wird uns alle unterstützen. Es ist nicht die Frage, wer ersetzt wird, sondern nur welcher Teil von jedem Job. Ne? Aber im Endeffekt wird es, wie gesagt, kreative Ingenieursleistung
aktuell noch nicht substituieren können. Jetzt hatten wir ja auch schon in der Diskussion darüber gesprochen, dass wir formale Sprachenmodelle nutzen können, um nicht direkt Endergebnisse wie Code erzeugen zu müssen. Wie kann das denn helfen? Alexander, vielleicht magst du noch mal was dazu sagen? Ja, das erlaubt es mir natürlich, einfach überprüfen zu können, sind die Ergebnisse brauchbar. Ne? Weil ich kann einen Satz von Validierungsregeln drauf loslassen, ich kann es entsprechend auch unter Umständen ausführen, simulieren und damit interagieren. Und da kann ich relativ schnell, glaube ich, prüfen, ist das eine sinnige Lösung. Ne? Auf Dokumenten fällt mir das schwerer. Ja, natürliche Sprache ist einfach unscharf. Ne? Und wenn ich unscharf mit einer KI rede und die antwortet mit der natürlichen Sprache, dann weiß ich immer noch nicht, ob wir uns richtig verstanden haben. Ne? So, also, ich finde, ein gutes Beispiel ist immer einfach die einfache Aussage, die Funktionen A und B sollen in beliebiger Reihenfolge ausgeführt werden. Da gibt es so viele Interpretationen, ich war echt erstaunt, wie man das verstehen kann. Einige verstehen echt Reihenfolge, also entweder A, B oder BA. Andere sagen, es kann auch vielleicht auch gleichzeitig sein, das ist auch Beliebigkeit. Andere sagen wieder, wenn es dir egal ist, ich mache es in A-B-Reihenfolge oder in BA-Reihenfolge. Es gibt so viel, wenn ich das mit einer KI mache, wir reden nur natürlichsprachlich, werden wir das uns trotzdem nicht verstehen. Und sobald die KI formal antwortet, also wie so ein aktives Zuhören, ne? Ich habe verstanden, du möchtest das so haben und zeigt mir dann ein SysML oder XY-Modell, dann sehe ich sofort, ja, so habe ich es gemeint. Aber muss ich natürlich als Ingenieur die Sprache ja natürlich auch verstehen, die formale. Das ist ja auch eigentlich das Kernproblem, das mit der SysML als Modellierungssprache gelöst wurde, auch zwischen Menschen. Ja. Ein gemeinsames Vokabular zu haben und auf einer definierten Syntax und Semantik sich über ein Problem unterhalten zu können, ne, sage ich jetzt mal. Dann danke für die Antworten. Ich hoffe, das beantwortet die Frage soweit. Eine letzte Frage würde ich gerne noch aus dem Internetpublikum mit dazu nehmen, aus dem Chat von Nico. Er fragt, wie seht ihr in Bezug auf Durchgängigkeit der Modellierung das Potenzial, auch abstrakte Anforderungen und Use Cases mit Modellen zu verknüpfen, die die Implementierung/Lösung modellieren? Die verschiedenen Abstraktionslevel scheinen für viele Organisationen, Projekte eine Hürde darzustellen. Das geht so ein bisschen in die Richtung des Problems der Inseln, was du schon adressiert hattest. Alexander, vielleicht magst du einmal beginnen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir im Systems Engineering uns auf einer gewissen Abstraktionsebene befinden und dass wir uns ein Stück weit auch lösen von ganz konkreten Ausprägungen dann in der Domäne. Die Kunst ist eigentlich, das dann, sagen wir mal, durchgängig zu bekommen, sodass wir eine Systematik drin haben, eine Traceability auch zwischen den einzelnen Artefakten. Das ist, glaube ich, entscheidend. Ansonsten ist es aber ja tatsächlich auch so, dass auch auf einer Systemebene unter Umständen ich schon konkretes Verhalten brauche von einer Komponente, um überhaupt das, sagen wir mal, Systemverhalten vernünftig beurteilen zu können. Aber an bestimmten Stellen muss ich das aber vielleicht noch nicht. Also es geht ja eigentlich darum, das sozusagen zu formalisieren, was ich brauche, um die Schnittstellen zwischen den einzelnen Teildisziplinen zu fixieren und um das Gesamtsystemverhalten gegen seine Anforderungen eigentlich betrachten zu können. Alles, was dann Detailausprägung ist, ob dann A, B oder BA gewählt wird in der Implementierung, ist an der Stelle nicht entscheidend. Ja, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Die einfache Antwort, wie man es lösen kann, glaube ich, habe ich nicht. Zumindest was das Thema Traceability und ich sag mal, Verbindungen zwischen den verschiedenen Modellen und Lösungsanteilen angeht, da kann ja, wenn ich auch eure Arbeiten so richtig im Hinterkopf habe, KI durchaus helfen. Ne? Ja, also ich glaube, Traceability ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug, wenn es denn dann durchgängig gemacht wird. Und niemand oder wenige Leute tun das wirklich gerne, weil es ist zusätzlicher Dokumentationsaufwand. Und sie wird ja nur mehr, je mehr Dinge wir jetzt in den Scope ziehen. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, es sind nicht nur die Anforderungen, es ist nicht nur die Architektur, es sind auch die CAD-Dokumente und alles Nachgelagerte. Und unsere ersten Erfahrungen jetzt, auch in Piloten, haben gezeigt, tatsächlich verstehen diese Sprachmodelle relativ gut, wenn man nicht nur eine Sachnummer eingibt, sondern irgendwie ein bisschen Textkontext oder ein bisschen in die Stammdaten reinschauen lässt, relativ gut mit welchen weiteren Artefakten
irgendein geartetes Engineering-Dokument zusammenhängen könnte. Und auch da wieder, das ist, glaube ich, kein System, was man automatisiert laufen lässt und einem den perfekten Wissensgraph aufbaut mit allen Tracelinks, aber es unterstützt und beschleunigt die Arbeit des manuellen Tracelink-Setzen ungemein. Dann vielen Dank dafür und ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Ich würde jetzt die Fragerunde hiermit schließen. Vielen Dank für die Fragen aus dem Publikum hier und aus dem Internet und in eine Abschlussrunde gehen. Und zwar mit der Frage, ja, wie werden wir im Systems Engineering in 5 Jahren arbeiten? Die Glaskugel, der Blick in die Glaskugel. Alexander, was ist deine Ansicht? Da traue ich mich gar nicht, eine Prognose abzugeben. Wenn ich mir anschaue, wie schnell die Entwicklung gerade so voranschreitet, dann glaube ich, wird sich da schon disruptiv was ändern in den nächsten 5 Jahren. Ich glaube aber zum Guten. Also ich bin Rheinländer, wir haben immer eine positive Grundstimmung. Und ich glaube, dass wir eine gute Chance haben mit dem, was gerade so in Richtung Standards und in Technologien passiert, wirklich den Ingenieur wieder mehr zum Engineering zu bekommen. Also dass wir auch dahin kommen, rechnergestützt Dinge prüfen zu können, simulieren zu können, wirklich weg von diesem Dokumentationszwang kommen. Ja, ein Stück weit mehr bring back the fun, sag ich mal. Das ist schon meine Prognose. Da wird es hinkommen. Und wenn wir das andersrum, wenn wir das nicht annehmen, glaube ich, dann sind wir abgehängt. Ja, dann werden andere das machen. Rick, was ist deine Prognose? 5 Jahre in die Zukunft und dein Forschungslieblingsthema AI hat voll durchgeschlagen im Systems Engineering. Ja, hoffentlich natürlich. Also ich glaube, mit der Geschwindigkeit, wo wir jetzt die Entwicklung von den generativen KI-Modellen sehen, wir hatten es eben gehört, Text-to-Text ist da. Text-to-Bild, Text-to-Code, das ist das, wo die Startups dran arbeiten. Wer sagt uns, dass es nicht Workshop-Foto to SysML-Architektur geben wird? Und ich glaube, oder meine Hoffnung ist vor allen Dingen, dass wir in 5 Jahren sagen können, dass diese Verbreitung von MBSE als ursprüngliche Vision, ein Modell, was über den ganzen Entwicklungszyklus gelebt und angereichert wird, dass das Bestand hat, dass das durch KI enabled wurde und dass vor allen Dingen viel mehr Leute mit MBSE Kontakt haben und damit arbeiten. Super, Dankeschön. Tim, das Schlusswort für die Zukunftsprognose liegt bei dir. Dass da eine Wahnsinnsgeschwindigkeit gerade drin ist und da werden tolle Sachen, glaube ich, passieren. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Aber Norddeutsche sind nicht so wie die Rheinländer. Ein großes Lob hier, da kann man nicht meckern. So ist ja so schon ein großes Lob. Ja, aber ich sehe auch also wenn ich gucke, in die Unternehmen reinschaue, wie schnell die das dann adaptieren müssten, da ist 5 Jahre eine kurze Zeitspanne. Wenn ich sehe, wie schnell SysML oder MBSE adaptiert wird in Unternehmen, da passiert in 5 Jahren meistens nicht so wahnsinnig viel. Und deswegen sehe ich da jetzt so eine Schere. Also neue Unternehmen, die werden wahrscheinlich sehr schnell diesen Pfad gehen und wenn sich das alles bewahrheitet, auch ein wahnsinniges Tempo aufnehmen. Also die werden so effektiv arbeiten. Und da müssen die alten Unternehmen, die großen Unternehmen, die sich nicht so schnell ändern können, müssen, glaube ich, da aufpassen. Würde mich nicht wundern, wenn renommierte Unternehmen in der Zukunft da wirklich Probleme kriegen können, weil sie rechts überholt werden. Also wenn du sagst, das Ganze beschleunigt so sehr, dass der Abstand dann sehr schnell sehr groß werden kann von denen, die abgehängt werden können. Ich glaube, da werden wir auch einige Veränderungen sehen. Ja. Vielen Dank für euren Blick in die Glaskugel. In 5 Jahren treffen wir uns dann wieder und gucken, was draus geworden ist an dieser Stelle. Und dann bleibt mir nur noch mich ganz herzlich zu bedanken für die Gäste hier vor Ort, für die rege Diskussion und die Teilnehmer hier auf dem Podium, für die Zuschauer, die uns im Netz live verfolgt haben und für eure Fragen. Und freue mich schon auf die nächste Ausgabe vom ITEMIS Podium. Mal schauen, was für ein Thema wir uns da ausdenken und wen wir da so einladen. Und sage nochmal ganz herzlichen Dank und tschüss, macht's gut.